Die Festung von Kernakoski wurde unter der Führung des russischen Generals Alexander Suworow im Jahr 1791 als Teil des Verteidigungssystems der Hauptstadt Sankt Petersburg erbaut. Die Festung schützte die Grenze zu Schweden und war auch der Stützpunkt der Saimaa-Flotte. Von dort aus war es möglich, die Grenze zwischen Russland und Schweden, den durch die Landenge fließenden Verkehr sowie die Schiffe zu überwachen, die auf den labyrinthischen Wasserstraßen im Nordwesten und Westen von Saimaa fuhren. Als Finnland 1809 an Russland angeschlossen wurde, wurde die Festung als unnötig aufgegeben. Der Hutkrieg zwischen Schweden und Russland endete mit der Unterzeichnung des Friedens von Turku im Jahr 1743. Darin wurde Südostfinnland an Russland angeschlossen. Ende des 18. Jahrhunderts versuchten die Schweden, die im Hutkrieg verlorenen Gebiete zurückzuerobern, was ihnen jedoch nicht gelang. Auch in Kernakoski kam es zu heftigen Kämpfen. Mit dem Kalten Krieg wurde den Russen die Bedrohung durch Schweden bewusst. Auf Befehl von Kaiserin Katharina der Großen begann man mit der Ausstattung der Grenze. Im Jahr 1791 sandte die Kaiserin General Alexander Suworow mit dem Bau einer Festungskette zum Schutz der Nordwestgrenze des Reiches. Suworow führte die Arbeiten wie befohlen aus, und unter seiner Führung wurde Anfang der 1790er Jahre in rasantem Tempo die äußere Befestigungskette zum Schutz von Sankt Petersburg errichtet. Es bestand aus den Forts und Festungen Kymenlinna, Liikala, Uti, Järvitaipale und Kernakoski. Als Planer der Festung fungierten Pionieroffiziere, die vor der großen französischen Revolution nach Russland geflohen waren. Die Festung Kernakoski wurde getreu der französischen Festungstradition nach dem Bastionssystem erbaut. Allerdings wurde die Festung anstelle der traditionellen regelmäßigen Bastionsform in einer unregelmäßigen Form errichtet und an die Geländeform angepasst. Der Grund für die unzureichende Bastionsstruktur muss der Platzmangel gewesen sein. Am Bau der Festung Kernakoski beteiligten sich 1400 russische Soldaten und örtliche Bauern. Ein beträchtlicher Teil der Bauarbeiter starb erschöpft durch die schwere Arbeit und durch Krankheiten. Die Bastionsfestung wurde 220 Meter lang und 150 Meter breit. Um die Festung herum wurden Mauern oder Vorhänge erbaut und im Innenhof Holzgebäude errichtet. Zum Festungsbereich gehörte auch eine eigene Redoute oder geschlossene Feldschanze namens Vuori Lenutus. Eine kleine Festung an der südlichen Mündung des Kernajoki auf der Landenge zwischen Saimaa und dem Kuolimo-See, 600 Meter von der Hauptfestung entfernt. Die Hauptfestung, die Rattasalo-Batterie und die Patakoski-Redoute einige Kilometer nordwestlich von Kernakoski stützte. Sie wurde auf der heutigen Ruhtinan-Mäki-Seite 2 Kilometer nordwestlich der Kernakoski-Festung errichtet. Auf der Ost- und Nordseite, die größtenteils an den Saimaa-See grenzt, von der aus kein feindlicher Angriff zu erwarten war, wurde lediglich die Tenalji-Front, eine Grabzange, errichtet. Die Festung und ihre Frontaußenanlagen waren von einem Wall und einem Wassergraben umgeben. An der Nordspitze der Festung befand sich das Hintertor, von dem aus man Zugang zu den Schiffen und zur Wasserentnahmestelle hatte. Auf den Mauern der Festung wurden 55 Feuerwachen für Kanonen errichtet. Im Inneren des Kastells entstanden eine Soldatenbaracke, ein Offiziershaus, eine Hauptwache, ein Arrestgebäude und ein Schießpulverlager. Die Blockhäuser wurden inzwischen abgerissen und an ihrer Stelle sind nur noch Reste von Steinfundamenten vorhanden. Die Stellen sind mit Schildern markiert. Nach ihrer Fertigstellung bewachte die Festung Kernakoski nur 15 Jahre lang die nordwestliche Grenze Russlands.
Gleichzeitig diente die Festung auch als einer der Stützpunkte der russischen Saimaa-Flotte. Die anderen Divisionen der Flotte waren in der Festung Lappeenranta und in Olavinlinna in Savonlinna stationiert. Wie andere Festungen im Südosten Finnlands verlor die Festung Kärnäkoski ihre militärische Bedeutung nach dem Finnischen Krieg im Jahr 1809, als die Grenze zwischen Schweden und Russland weit nach Tornionjoki verlegt wurde. Kaiser Nikolaus I. ordnete 1835 die Aufhebung der nicht mehr benötigten Binnenfestungen an. Nach den Aufhebungsbeschlüssen wurden die Soldaten aus den Festungen abgezogen. Die Gebäude und sonstige Ausrüstung wurden versteigert. Die gegen die Bedrohung Schwedens errichtete Festung hatte kein einziges Mal Zeit, gegen ihren Feind zu kämpfen. Die Schlachten des Finnischen Krieges, des einzigen Krieges zwischen Schweden und Russland während der Nutzungszeit der Festung, wurden weit entfernt von Kärnäkoski ausgetragen, nachdem sich die schwedische Armee rechtzeitig zurückgezogen hatte, um Zusammenstöße mit den angreifenden Russen zu vermeiden. Später, während des Finnischen Bürgerkriegs von 1918, wurden in der Gegend mehrere Schlachten zwischen den Roten und Weißen ausgetragen. Heute ist das Gebiet der Festung Kärnäkoski eine interessante Attraktion für Touristen und Geschichtsinteressierte. Infotafeln sind vor Ort. Die finnische Museumsbehörde und das Umweltministerium haben die Umgebung der Festung als national bedeutendes kulturhistorisches Umwelt- und Landschaftsgebiet eingestuft. Die Museumsbehörde hat die Festung Kärnäkoski zusammen mit anderen Festungen im Südosten Finnlands als Auftragsarbeit renoviert. Die eingestürzten Steinwälle wurden repariert und die Umgebung der Festung restauriert und geräumt. Die Arbeiten wurden 1997 abgeschlossen. Neue Restaurationsarbeiten an den Mauern begannen im Mai 2021. Zuvor wurden in der Umgebung archäologische Ausgrabungen durchgeführt. Im Jahr 1987 wurde eine Bestandsaufnahme der Vegetation im Bereich der Festung durchgeführt, auf deren Grundlage mit Pflegearbeiten an der Vegetation des Areals begonnen wurde. Das Festungsgelände wurde gemäht und die Bäume abgeholzt. Auf dem wiederhergestellten Gebiet grasen im Sommer Schafe, um die Rasenflächen zu pflegen. Wegen der Schafe dürfen keine Hunde mit auf das Gelände genommen werden. In der Nähe der Festung Kärnäkoski befinden sich außerdem ein Lotsenhafen, eine Mühle und ein Sägewerk aus den 1830er Jahren sowie eine 1886 fertiggestellte zweifeldrige Steinbogenbrücke. Das örtliche Dorfkomitee renovierte die Mühle, deren Betrieb in den 1950er Jahren eingestellt wurde, im Jahr 2002. In Kärnäkoski und Patakoski gibt es auch einige ausgeschilderte Wanderwege. Wir sind jetzt fast am Ende des Videos angelangt. Hat es dir gefallen? Dann gib mir doch einen Daumen nach oben. Ich würde mich auch sehr über einen Kommentar und ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.